Es gibt heute eine Premiere. Ich stelle euch nämlich heute den neuen Adventskalender von Catrice vor. Und da drin befinden sich Produkte in Wert von 90 Euro. Ihr bekommt ihn aber für 39,99 €. Und haltet euch fest, es gibt nur Full-Size-Produkte in diesem Adventskalender. Lieben wir. Den bekommt ihr exklusiv auf dem Catrice Online-Shop. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Also es gibt 6 verschiedene Kalender für 6 verschiedene Bedürfnisse bzw. Geschmäcker. Und ich würde mal sagen, wir legen los mit dem Unboxing. Der Catrice Adventskalender ist ein Do-it-yourself-Kalender. Das heißt, es gibt Sticker und Tüten. Und so könnt ihr euren eigenen Adventskalender kreieren. Ihr könnt die Produkte in die Tüten reinlegen, die ihr möchtet und auch verschenken. Aber nicht nur für eure Liebsten ist der Adventskalender toll, sondern auch für euch selber. Ihr könnt euch was Gutes tun und euch tolle Produkte selber schenken. Hier ist schon mal ein kleiner Sneak Peek. Was ich hier auf den ersten Blick sehe und mein Highlight ist, dass es 4 ganze Full-Size-Paletten gibt, auf die ich mich besonders freue. Und ich fange auch schon direkt an mit der ersten Palette, die Summer Obsession Palette. Das ist nämlich eine Bronzer, Blush und Highlight Palette. Sind wirklich super, super tolle Farben. Ich freue mich besonders auf diesen wunderschönen Blush hier. Ich liebe diese Farbe, schaut es euch mal an. Dann geht es weiter mit diesem All-in-One Nagellack. Das ist ein Base- und Topcoat. Perfekt für die Maniküre zu Hause. Dann waren noch Eye-Patches drinnen und das kann auch jeder gebrauchen. Ich habe so oft Puffy Eyes, besonders an Tagen, wo ich am Vortag einfach nicht genug Wasser getrunken habe. Kleiner Tipp, bewahrt sie in eurem Kühlschrank auf, dann sind sie nochmal extra kühler und so gehen die Schwellungen am Auge viel, viel besser zurück. Oh mein Gott, Leute, ich sehe hier einen Volumizing Lip Booster. Ich liebe diese Glosse von Catrice. Der hier ist in einem richtig schönen Rosé, 200 Everyberries Darling. So ein cuter Name. Und ich zeige ihn euch auch mal aufgetragen. Oh, ich liebe diese Glosse. Ich bin auch ein totaler Lipgloss-Junkie und deswegen kenne ich alle Glosser aus der Drogerie, aber ich muss sagen, der von Catrice ist mega nice, weil er nochmal so einen schönen Boosting-Effekt hat und die Lippen einfach nochmal pralle ausschauen lässt. Dann geht es weiter mit dieser richtig schönen und basic Lidschattenpalette Cocoa. Wie der Name schon sagt, da sind richtig schöne Erdtöne, schokoladige Töne mit drin. Das sind auch die Farben, die ich im Alltag nutze. Deswegen ist dieser Adventskalender einfach perfekt und wie gemacht für mich. Da ist ein bisschen Schimmer drin, sonst sind alle Farben matt. Die hier hat es mir besonders angetan. Und die gebe ich jetzt so leicht auf meine Lidfalte. Oh, wow, was ein Unterschied. So, dann geht es weiter mit diesem richtig coolen Blush. Und das ist so ein Blush, der gebacken ist und ganz, ganz viele verschiedene Farben drin hat. Okay, es geht weiter und ich könnte das den ganzen Tag machen. Es macht so viel Spaß. Oh mein Gott, dieses Produkt schaut so interessant aus. Leute, das ist ein Brow Fix Soap Stylist. Das ist so eine Art Seife, Pomade für die Augenbrauen. Ihr nehmt euch etwas Produkt mit so einem Spoolie und dann kämmt man damit einfach die Augenbrauenhärchen damit hoch. Richtig cool. So ein Produkt hat mir echt noch in meiner Routine noch gefehlt. Dann geht es weiter mit einem weiteren Nagellack. Und zwar diese Farbe hier. Ich finde die Farbe richtig schön, auch total für den Alltag. Das ist so ein schönes Peach. Das ist die Nummer 95, You Keep Me Brave. Bleiben wir mal bei den Nagellacken. Da sind nämlich noch 4 weitere dabei und ich zeige euch mal kurz die Farben. Ich finde so ein Rot mega schön für die Weihnachtszeit, für den Herbst, Winter und das ist die Farbe 02 Bloody Mary to Go. Dann geht es weiter mit diesem richtig schönen Blau. So ein Royalblau ist das. Die Nummer 128 Blew Me Away. Ich finde die Namen übrigens so, so cute. Das ist auch total eine Farbe für mich. Das ist die Farbe 116 Fly Me to Kenya. Und last but not least auch eine tolle Alltagsfarbe. Das ist so ein schönes Graubraun. Das ist die Farbe 112 Dream Me to New York City. Also sind insgesamt diese 6 Nagellacke
in dem Adventskalender Christmas Collection Nummer 6 drin. Okay, Friends, es geht weiter mit einer weiteren Palette. Das ist nämlich die Morph Palette. Es sind wieder matte Lidschatten dabei, aber diesmal 3 schöne schimmernde. So schauen die Farben aus. Mega, mega schön für den Herbst. Ich swatch ihn euch mal. Richtig schön butterweich. Es geht weiter mit diesem Power Plumping Gel Lipstick. Und so schaut die Farbe aus. Einfach ein Traum und wieder wunderschön für den Alltag. Richtig, richtig schön. Was sagt ihr? Heute ist wirklich mein Glückstag, denn es gibt einen weiteren Gloss von den Volumizing Lip Booster. Ein super schöner, leichtes Pink. Und die sind so cool für den Alltag. Ich suchte ja Glosse. Es ist so ein richtig schöner, neutraler Gloss. Also schon allein wegen den 2 Lip Boostern ist das mein absoluter Lieblings-Adventskalender. Wir neigen uns dem Ende zu, aber ein paar Produkte gibt es noch. Wie zum Beispiel, richtig interessantes Produkt, das ist Night Repair Lash and Brow Mask. Das ist so eine Nachtmaske, die den Wachstum der Augenbrauen und Wimpern anregen. So schaut es aus, wie eine Mascara, nur weiß. Ich muss sagen, ich kannte das noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass Catrice so ein cooles Produkt im Sortiment hat. Dann geht es weiter mit diesem Lash Brow Designer. Und was ich richtig cool finde, ist, dass es durchsichtig ist. Wenn ich so einen dunklen Stift schon nutze, möchte ich nicht auch noch zusätzlich ein farbiges Gel zum Fixieren der Augenbrauenhärchen nutzen. Deswegen finde ich es mega cool, dass es so ein Transparent-Gel ist. Ja, und sowas geht mir immer alle, deswegen freue ich mich über Nachschub. Die letzte Palette ist diese hier. Das ist nämlich eine Contour-Palette. Ich finde es richtig cool, dass da noch eine Art Banana Powder gibt. Hat nämlich so einen richtig schönen gelben Unterton und das kann man hier super zum Setten des Concealers nehmen. Und was ich auch noch cool finde, ist, dass es so einen aschigen Contour-Puder gibt, aber auch so einen wärmeren. Eignet sich wirklich perfekt zum Bronzen, Konturieren und zum Setten des Concealers. Dann geht es weiter mit diesem Lip Treatment mit 5 pflegenden Inhaltsstoffen. Und so schaut der Lippenstift aus. Oh mein Gott, das ist butterweich. Es fühlt sich so gut an, Leute. Ich finde es auch cool, dass etwas Make-up, aber auch etwas Pflege in dem Adventskalender ist. Ist so eine tolle Mischung. Und wir haben einen weiteren Lippenstift in dem Adventskalender in diesem wunderschönen, was ist denn das? So rot-rosa. Wow. Verrückt, wie pigmentiert diese Lippenstifte sind. Einfach nur wow. Es ist auch noch was für die Eyeliner-Liebhaber in dem Adventskalender. Da ist nämlich noch der Glam Doll Eyeliner drin in einem richtig schönen Tiefschwarz. Mit dem kann man wirklich super präzise arbeiten und was mir besonders gefällt, ist, dass er richtig schön tiefschwarz ist. Es geht weiter mit einem weiteren Power Lipstick. Diesmal in einem richtig knalligen Pinkton. Der schaut geswatcht so cool aus. Ich muss sagen, zu einem richtig schönen Eyeliner passt diese Farbe mega nice. Und natürlich zeige ich euch auch diese Farben geswatcht. Das hier ist einmal die Farbe aus der Flower and Herb Collection, die Nummer 10. Diese Kollektion riecht einfach so lecker. Und die letzte Farbe ist die Nummer 20. Auch ein richtig schönes Rosé. Und das waren auch schon leider die letzten Produkte aus dem Adventskalender Collection Nummer 6. Mein persönliches Fazit von dem Adventskalender ist, dass die Produkte perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das war mein Adventskalender Unboxing und schaut euch gerne das nächste Video mit den Neuheiten an.